Jahrelang hat man uns immer dieselbe dramatische Geschichte erzählt. Zehntausende ausgepeitschte Sklaven unter der sengenden Wüstensonne, die blutüberströmt und schweißgebadet, tonnenschwere, riesige Steine an Seilen ziehen. Aber hier gibt es einen gewaltigen mathematischen Fehler. Die Herrschaft des Pharaos Cheops dauerte nur 20 Jahre. Damit diese Steine so aufgereiht werden konnten, hätten die Arbeiter Tag und Nacht alle 2,5 Minuten einen Stein perfekt an seinen Platz setzen müssen. Und das ohne Eisen, ohne Stahl, ohne Räder. Glaubst du, das ist möglich? Nein, denn die offizielle Geschichte, die uns erzählt wurde, ist voller Lücken. Heute betreten wir die dunklen Korridore der Pyramiden mit 20 Fakten, die deine Wahrnehmung von Raum und Zeit erschüttern werden. Und am Ende des Videos werden wir die erschütternde wissenschaftliche Wahrheit hinter dem Mythos der magischen Pyramidenenergie enthüllen. 1. Die Pyramiden wurden nicht von Sklaven gebaut. Entgegen dem weit verbreiteten Glauben wurden die Pyramiden nicht von ausgepeitschten Sklaven, sondern von gut genährten, bezahlten und sogar steuerbefreiten Facharbeitern errichtet. Ausgrabungen von Arbeitergräbern belegen diesen großen Respekt, der ihnen entgegengebracht wurde. 2. Eine Tatsache, die dein Zeitgefühl zerstört: Kleopatra und das iPhone. Die berühmte ägyptische Königin Kleopatra lebte zeitlich gesehen viel näher an der Erfindung des iPhones als am Bau der großen Pyramide von Gizeh. Die große Pyramide entstand um 2560 vor Christus. Kleopatra lebte erst in den 30er Jahren vor Christus. 3. Ursprünglich waren sie strahlend weiß und blendend. Die Pyramiden waren nicht stufenförmig und sandfarben, wie wir sie heute sehen. Als sie gebaut wurden, waren sie mit einem glatten, polierten, strahlend weißen Kalkstein verkleidet, der das Sonnenlicht wie ein Diamant reflektierte. 4. Sie haben im Inneren eine perfekte, natürliche Klimaanlage. Selbst wenn die Wüstentemperaturen draußen auf 40 bis 50 Grad Celsius steigen, bleibt die Temperatur in der großen Pyramide immer konstant bei genau 20 Grad Celsius. Das zeigt, wie unglaublich die Ingenieurskunst jener Zeit war. 5. Die große Pyramide hat 8, nicht 4 Seiten. Wenn man die große Pyramide in Gizeh aus der Ferne betrachtet, scheint sie 4 Seiten zu haben. Von oben betrachtet sieht man jedoch, dass jede Oberfläche in der Mitte leicht nach innen gewölbt ist und die Struktur tatsächlich aus 8 Seiten besteht. Dieses Detail ist nur an den Äquinoxien, Tag- und Nachtgleichen, bei einem speziellen Lichteinfallswinkel sichtbar. 6. Der Supermörtel, dessen Geheimnis noch immer ungelöst ist. Um die beim Bau der Pyramiden verwendeten Steine zusammenzuhalten, wurde ein besonderer Mörtel verwendet. Obwohl seine chemische Zusammensetzung heute bekannt ist, kann er selbst mit modernster Technologie im Labor nicht exakt kopiert werden. Zudem ist dieser Mörtel sogar stabiler als die Steine selbst. 7. Sie sind wie ein astronomischer Kompass. Die große Pyramide ist so perfekt auf den geografischen wahren Nordpol der Erde ausgerichtet, dass es selbst bei modernen Gebäuden, die mit heutiger Technologie gebaut werden, fast unmöglich ist, eine so geringe Fehlerquote zu erreichen. 8. Perfekte Drehtüren mit einem Gewicht von Tonnen. Im Inneren der Pyramiden befanden sich riesige Steintüren, die bis zu 20 Tonnen wogen. Diese Türen waren jedoch so perfekt ausbalanciert, dass eine einzige Person sie von innen mit nur einer Hand aufstoßen konnte. Von außen war nicht einmal zu erkennen, dass es überhaupt eine Tür gab. 9. Es gibt immer noch verborgene Kammern, die darauf warten,
entdeckt zu werden. Die Geheimnisse der Pyramiden sind noch nicht erschöpft. Mithilfe von kosmischer Strahlung haben moderne Wissenschaftler kürzlich riesige, verborgene Hohlräume im Inneren der großen Pyramide entdeckt. Was sich in diesen Kammern befindet, ist bis heute ein absolutes Rätsel. 10. Sie behielt den Titel Höchstes Bauwerk der Welt für 3800 Jahre. Nach ihrer Errichtung hielt die 139 Meter hohe Große Pyramide unglaubliche 3800 Jahre lang den Titel des höchsten von Menschenhand geschaffenen Bauwerks, bis im Jahr 1311 die Kathedrale von Lincoln in England gebaut wurde. 11. Es gibt im Inneren keine Schriften oder Hieroglyphen. In Filmen sehen wir immer, dass das Innere der Pyramiden voller mysteriöser Schriften ist. In Wirklichkeit sind die Kammern und Gänge im Inneren der großen Pyramide von Gizeh völlig glatt und leer. Es gibt dort nicht eine einzige Hieroglyphe. 12. Die meisten Pyramiden der Welt befinden sich nicht in Ägypten. Bei dem Wort Pyramide denkt man sofort an Ägypten, aber das Land mit den meisten Pyramiden der Welt ist der südliche Nachbar Sudan. Während es in Ägypten etwa 138 Pyramiden gibt, befinden sich im Sudan mehr als 250 Pyramiden, die zu den alten nubischen Königreichen gehörten. 13. Was geschah mit dem riesigen goldenen Stein an der Spitze? Die große Pyramide hatte in ihrer ursprünglichen Form keine flache Spitze. Auf ihrer Spitze befand sich ein riesiger Schlussstein namens Pyramidion, der aus massivem Gold oder einer Gold-Silber-Legierung Elektrum bestand. Da dieser wertvolle Stein vor Jahrtausenden geplündert wurde, steht die Pyramide heute mit einer abgeschnittenen Spitze da. 14. Geheimnisvolle Schächte, die zu den Sternen führen. Von der Königs- und Königinnenkammer im Inneren der großen Pyramide führen enge, nur 20 cm breite Schächte nach außen. Lange Zeit hielt man sie für einfache Lüftungsschächte. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um millimetergenau berechnete astronomische Schächte handelte, damit die Seele des Pharaos direkt zu den Sternbildern Orion und Sirius reisen konnte. 15. Perfekte Ausrichtung mit dem Sternbild Orion. Die Größe und Anordnung der 3 großen Pyramiden in Gizeh stimmen auf unglaubliche Weise mit der Anordnung der 3 hellen Sterne im Gürtel des Sternbilds Orion am Nachthimmel überein. 16. Das Geheimnis von Pi und dem goldenen Schnitt. Das Verhältnis des Basisumfangs der großen Pyramide zu ihrer Höhe ergibt mit erstaunlicher Präzision die berühmte Zahl Pi. Außerdem beinhalten die Neigung und die Maße der Pyramide den goldenen Schnitt, das mathematische Symbol für absolute Perfektion. 17. Alle 2,5 Minuten wurde ein riesiger Stein platziert. Für den Bau der großen Pyramide wurden mehr als 2,3 Millionen Steinblöcke verwendet. Mathematisch berechnet bedeutet das, dass die Arbeiter 20 Jahre lang Tag und Nacht alle 2,5 Minuten einen riesigen Stein exakt an seinen Platz setzen mussten. 18. Die älteste Pyramide steht nicht in Gizeh. Die älteste Pyramide Ägyptens ist keine der berühmten Pyramiden in Gizeh, sondern die Djoser-Stufenpyramide in Saqqara, die viel früher erbaut wurde und eine Art gigantisches architektonisches Experiment darstellte. 19. Ein enormes Gewicht. Allein das Gesamtgewicht der großen Pyramide wird auf etwa 6 Millionen Tonnen geschätzt. Diese gewaltige Masse macht sie zu einem der schwersten und stabilsten Bauwerke der ganzen Welt.
20. Der Schatten der Pyramide gleicht Tag und Nacht aus. Die große Pyramide ist in einem solchen Winkel positioniert, dass genau an den Äquinoktien, den Tagen, an denen Tag und Nacht exakt gleich lang sind, der Schatten der Pyramide bei Sonnenuntergang genau in der Mitte geteilt wird. Als dieses unglaubliche Wissen über Chemie und Architektur im alten Ägypten mit der Zeit in Vergessenheit geriet, führte der moderne Mensch die Perfektion der Pyramiden auf Magie und übernatürliche Energien zurück. In den 1970er Jahren entstanden so die berühmten Mythen über die Pyramidenenergie, Pyramid Power, die die Welt im Sturm eroberten. Die Behauptungen waren so verrückt, dass man glaubte, die Form der Pyramide würde kosmische Energie sammeln. Man sagte, Milch, die man hineinstellt, würde nicht verderben, sondern von selbst zu Joghurt oder Käse werden. Man sagte, wenn man Müll oder schmutziges Wasser in die Pyramide stellt, würde es sich von selbst reinigen. Stumpfe Rasierklingen würden in dieser Form von selbst messerscharf werden und offene Wunden würden viel schneller heilen. Und ein rohes Stück Fleisch würde niemals verrotten, sondern direkt trocknen und mumifizieren. Aber ist das wahr? Zahlreiche Labore, darunter das berühmte Mythbusters-Team, haben diese Behauptungen getestet. Die Milch wurde sauer, die Klingen blieben stumpf, der Müll verrottete, Wunden heilten in der gleichen Zeit. All das waren nichts weiter als unwissenschaftliche, urbane Legenden. Allerdings war an dem Fleischmythos ein kleines Körnchen Wahrheit. Das Fleisch verrottete in der Pyramide tatsächlich nicht, sondern trocknete wie Dörrfleisch. Aber warum? Die Antwort auf dieses Geheimnis liegt in Tonnen von Natronsalz verborgen, die sich in der Struktur der Pyramide befinden. Dieses Salz absorbiert die gesamte Feuchtigkeit im Inneren. Das Innere ist so extrem trocken und salzig, dass keine Bakterien überleben können. Es ist also keine kosmische Energie. Es ist gewaltige Chemie, Salz und Mikroklima-Ingenieurskunst. Aber gibt es hier nicht eine sehr seltsame Ungereimtheit? Warum haben die Ägypter Tonnen dieses Salzes, das sie eigentlich zur Mumifizierung von Leichen verwendeten, in die Struktur und zwischen diese massiven Pyramidensteine gefüllt? Haben sie diese Millionen von 2,5 Tonnen schweren Steinen vielleicht gar nicht transportiert, wie uns immer erzählt wurde? Diese unglaubliche Wahrheit, die die offizielle Geschichte zerstören wird, ist das Thema unseres nächsten Videos. Um es nicht zu verpassen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis zum nächsten historischen Geheimnis.